Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres Zitrus-Hähnchenrezept für euch mit knusprigen Kräuterkartoffeln. Für dieses Rezept brauchst du maximal 15 Minuten aktives Zubereitungszeit und den Rest macht der Backofen. Also lasst uns direkt loslegen. Für das Rezept brauchst du eine Bio-Orange und eine Bio-Zitrone. Es ist wichtig, Bio-Orange und Bio-Zitrone zu verwenden, weil wir die Orange und Zitrone mit der Schale verwenden. Dann brauchst du noch die Kräuter. Ich habe heute etwas Rosmarin aus dem Garten geholt. Ich finde, es ist so toll, dass man sogar im Winter noch den frischen Rosmarin ernten kann. Dann habe ich auch gesehen, dass unser Lorbeerblattbaum oder Lorbeerbaum richtig schön wächst. Es hat schwierige Zeiten gehabt, jetzt wächst es schön. Und ich habe dann auch ein paar Blätter mitgenommen, auch für ein Rezept. Wenn du magst, kannst du auch etwas Lorbeerblätter dazugeben, aber das ist kein Muss. Und dann habe ich hier noch frischen Thymian. Aber wenn du kein Thymian hast und nur Rosmarin, dann kannst du den Rezept auch super mit nur Rosmarin machen. Dann brauchst du natürlich das Hähnchen und die Kartoffeln. Ich habe heute nur 6 Kartoffeln genommen, aber du kannst auch mehr nehmen. Was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du die Kartoffeln auf dem Backblech legst, dass die in einem Schicht sind, so wären die richtig knusprig. Wenn du die Kartoffeln oder so viele Kartoffeln nimmst, dass die übereinander sind, dann wären die leider nicht so knusprig. Daher so ein kleiner Tipp von mir. Dann brauchst du noch etwas Olivenöl für die Kartoffeln und Salz und Pfeffer zum Würzen. Als erstes werde ich alles für das Hähnchen vorbereiten, weil ich das Hähnchen dann direkt ins Backofen gebe und in der Zeit, wo das Hähnchen schon im Backofen ist, werde ich die Kartoffeln zubereiten. Und als erstes werde ich die Zitrusfrüchte in Segmente schneiden. Die Zitrusfrüchte duften richtig lecker, aber jetzt lege ich die erst zur Seite. Und wir werden das Hähnchen gut salzen. So von beiden Seiten schön ordentlich salzen und von innen auch. Beim Braten verliert das Hähnchen viel Salz durch den Saft. Deswegen ist es ganz wichtig, etwas mehr hier zu salzen. Und dann brauchen wir einen Bratbeutel oder einen Bratschlauch. Ich lege es auf dem Backblech und gebe den Hähnchen da rein. Dann noch 2 Zweigen Rosmarin dazugeben und etwas Thymian. Und diesmal gebe ich auch ein paar von den Lorbeerblättern und natürlich auch noch die Zitrusfrüchte. Ich habe diesmal die Zitrusfrüchte und Kräuter nur rund ums Hähnchen gepackt, weil ich finde, so kriegt man einen richtig dezenten Geschmack. Nicht, dass es zu stark dann nach diesen Zitrusfrüchten und den Kräutern schmeckt, aber wenn du einen ganz intensiven Geschmack magst, dann kannst du auch ein paar von den Kräuterzweigen und auch ein paar von den Zitrussegmenten auch innen in das Hähnchen geben. Und jetzt noch den Beutel zumachen und ab ins Backofen. Und jetzt kann ich auch direkt mit den Kartoffeln weitermachen. Ich habe hier 6 Kartoffeln, aber du kannst auch mehr nehmen. Wichtig ist nur, dass wenn du die Kartoffeln auf dem Backblech hast, dass die in einem Schicht liegen. Wenn du zu viel genommen hast, dann einfach 2 Backbleche anstatt eine nehmen. Und wenn du magst, du kannst die Kartoffeln mit pellen lassen. Ich werde die heute schälen, da die so etwas leichter verdaulich sind. Und dann noch etwas kleiner hacken, die Kartoffeln dann in eine Schüssel geben und einen Esslöffel Olivenöl über die Kartoffeln gießen, dann mit Salz und wenn du magst Pfeffer würzen, dann die ganzen Kartoffeln auf ein Backblech geben. Hier ist es auch wichtig, dass du kein Backpapier auf dem Backblech hast, so werden die Kartoffeln richtig knusprig. Und dann noch etwas Rosmarin und Thymian
und dann die Kartoffeln auch ins Backofen geben. Die Kartoffeln brauchen natürlich nicht so viel Zeit wie das Hähnchen und hier muss auch jeder entscheiden, wie knusprig die Kartoffeln werden sollen. Daher immer wieder nachschauen. Ich würde sagen, erst 20 Minuten ruhig im Backofen lassen und danach dann nachschauen. Das Hähnchen ist fertig und es duftet richtig schön nach Zitrusfrüchten. Ganz wichtig, wenn du das Hähnchen aus dem Backofen holst und den Bratschlauch oder Bratbeutel aufmachst, Handschuhe anzuhaben oder irgendwas, was dich von der Dampf schützt. Wenn du das Beutel aufmachst oder den Bratschlauch aufmachst, dann kommt da sehr viel Dampf raus und es ist wirklich, wirklich heiß. Daher richtig vorsichtig aufmachen und am besten so ein bisschen Abstand halten. Dann mag ich noch den Hähnchen mit den Orangen ein bisschen so anreiben, dann hat man noch mehr Orangengeschmack. Das kannst du machen, aber musst nicht unbedingt. Und Zitrone mache ich nicht so viel drauf, weil mein Mann das nicht so gerne mag, wenn es sehr zitronig ist. Aber das kannst du auch machen. Und dann lasse ich den Hähnchen noch vor dem Servieren etwa 15 Minuten ruhen. Meine Kartoffeln sind aber schon vor dem Hähnchen fertig geworden. Ich mag das persönlich so machen, dass ich die Kartoffeln auch direkt ins Backofen gebe. Die werden zwar etwas schneller fertig, aber dann sind die fertig, wenn das Hähnchen auch fertig ist. Und kurz vor dem Servieren gebe ich die wieder ins Backofen. So werden die dann wieder warm und auch knusprig. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Zitrus-Hähnchen-Rezept gefallen und dass du den auch testen werdest. Wenn du das Rezept ausprobierst, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Und wir freuen uns jetzt auf das Abendessen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.